Telebar. Herzlich willkommen zur Telebar. Bei uns Gast ist Astrid Vera Schaffner. Sie hat eine Website mit dem Namen «Besser Fernsehen». Sie hat gerade das Buch geschrieben, «Lagerfeuer der Moderne». Eine Kritik am Fernsehen. So tickt und trickst die Fernsehbranche. Was meinen Sie damit? Also wieso eine Kritik am Fernsehen? Also unter anderem eine Kritik am Fernsehen. Ist natürlich gibt es nicht nur zu kritisieren. Sonst müssten wir ja eigentlich nicht mehr einschalten. Wir haben ja zum Glück Sachen, die wir gerne schauen und wo wir uns richtig gut können informieren und unterhalten können. Aber es gibt natürlich auch einiges zu kritisieren. Also was zum Beispiel? Eben Tricks, das klingt ja nicht wirklich nett. Also, ja. Was denn? Das hat natürlich primär damit zu tun, dass wir heute unheimlich viel Sendezeit zu füllen haben. Wir haben extrem viele Sender. Wir haben 3-mal so viele Sender, als wir etwa vor 10 Jahren hatten. Das heisst, wir brauchen enorm viele Inhalte, wo wir die Sendungen befüllen müssen. Und entsprechend ist das natürlich nicht alles zu befüllen mit vielen Stücken. Oder da haben Tricks. Wir haben ja vorher haben wir gehört, im 7 von 7 hat man von Beschissen geredet. Das ist ja noch nie Tricks. Richtig. Das Problem ist einfach mal, dass wir einen Haufen billige Sendezeit produzieren müssen. Und wenn wir einen Haufen billige Sendezeit produzieren müssen wir irgendwie trickeln. Oder? Da können wir nicht nur tolle, lässige, qualitativ hochstehende Sachen machen, sondern... Telebar zum Beispiel, oder? Zum Beispiel, ja. Da müssen wir natürlich irgendwie in Trickkisten greifen und versuchen, mit möglichst wenig Budget möglichst viel rauszuholen. Sprich, sehr viel wiederholen, sprich, sehr viel billig produzieren, zum Beispiel mit Scripted Reality, also inszenierte Wirklichkeit. Das kann man relativ billig produzieren. Also Reality ist im Unterschied zu Scripted Reality meistens gar nicht so billig. Reality wären so Sachen wie zum Beispiel das Dschungelcamp. Das ist gar nicht so wirklich so billig. Das ist in dem Sinn Realität nicht wirklich nach Drehbuch, aber natürlich trotzdem auch viel inszeniert. Oder da lobt man einfach ein paar Leute aufeinander los in irgendeiner Form. Ohne dass man jetzt ein fixes Drehbuch hat, aber es ist natürlich durch den Schnitt und durch wie man dann die Sendungen gestaltet, natürlich auch viel inszeniert. Aber Scripted Reality, das ist sehr billig produziert. Aber was meinen Sie damit konkret? Was ist das? Das ist inszenierte Wirklichkeit. Also ich gebe vor, sozusagen, ich tue die Wirklichkeit abbilden, zum Beispiel einen Familienkrach oder irgendetwas so wie... Also wer macht das konkret im deutschsprachigen Fernsehen? Wir machen das ja nicht. Richtig. Wie zum Beispiel eine Sendung wie «Mitten im Leben» auf RTL oder wie «Family», wo man so... Es geht meistens um Familie, um Familienzwist, um Streitereien oder was auch immer. Da spielen meistens Laienschauspieler spielen etwas. Das ist relativ einfach und billig zu produzieren und ist natürlich von A bis Z nach Drehbuch. Natürlich nicht jeder Satz, aber dann heisst es, macht mal einen Streit, macht mal ein paar Tränen, macht mal das und das. Also man produziert eigentlich viel Masse. Sie haben ja das man Wort... produziert viel Masse. Ohne Inhalte, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie haben ja das Wort Seichtgebiete, das Sie im Buch verwenden. Ja. Das klingt ein bisschen komisch. Was meinen Sie damit? Also seicht ist einfach alles seicht. Woher kommt das Wort? Was meinen Sie damit? Also das schöne Wort Seichtgebiete habe ich entlehnt vom deutschen Journalist und Autor und ehemaliger Stern-Chefredaktor Michael Jürgs, der ein Buch, einen Bestseller geschrieben hat, namens Seichtgebiete. Da geht es nicht nur um Seichtgebiete im Fernsehen, sondern generell also eine richtige Breitseite gegen die ganze Medienbranche. Es war ein Bestseller in Deutschland, generell im deutschsprachigen Gebiet, ist ganz anders aufgebaut jetzt mein Buch. Aber das Wort hat mir gut gefallen und ich benutze es also auch hin und wieder. Kultur- und Medienkritik, oder? Ja, also Seichtgebiete heisst eigentlich im Prinzip überall dort, wo es billig und seicht und oberflächlich ist und eben überemotionalisiert. Ich meine, da kommt auch die ganze Boulevard- oder People-Schiene ist natürlich da auch zu einem ganz grossen Teil drin. Oder? Heutzutage ist es ja so, dass sehr viele Leute sagen, die Welt ist mir zu komplex.
Die ist mir zu globalisiert, zu schnell, zu kompliziert. Also Vereinfachung in dem Sinne. Richtig. Jetzt sagen Sie sind ja auch selber sehr hart. Sie sagen, es wird inszeniert, manipuliert, emotionalisiert, kopiert, billig produziert. Das ist eine sehr harte Kritik eigentlich. Also im Grunde genommen verkaufen wir Zuschauer für blöd. Ist das, was Sie sagen? Auch, nicht nur natürlich. Also man muss schon sehr unterscheiden. Ich tue das natürlich im Buch sehr stark differenzieren. Also wir haben auch ganz tolle, lässige Formate und wir haben auch qualitativ sehr gute, tolle Unterhaltung und Information mit Hintergrund, mit Zusammenhang, mit Einordnungen und so weiter. Aber wir haben auch ganz riesige, breite, seichte Schiene, wo man einfach die unheimlich viel Sendezeit füllen. Sie selber, wie viele Stunden schauen Sie pro Tag Fernsehen? Also ich muss es so sagen, ich habe natürlich zum Recherchieren mir auch wahnsinnig viele seichte Sendungen reingezogen. Hat es einen Effekt gehabt? Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Also ich sage nicht, man darf sich nicht unter seinem Niveau unterhalten. Aber es ist ein bisschen wie mit dem Fast Food. Wenn Sie zwischendurch mal ein Fast Food essen, dann ist das kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Man darf sich ruhig zwischendurch unter seinem Niveau amüsieren oder fernsehtechnisch unterhalten. Überhaupt kein Problem. Wenn Sie sich aber ständig in riesiger Menge nur seichte Kost reinziehen, hat das unweigerlich längerfristig Spuren. Oder? Jetzt haben Sie ja im Buch eigentlich alle die Formate, die es gibt, analysiert. Also was ist denn Ihrer Meinung nach das schlimmste Format, was ist das Beste? Und nachgefragt noch bei Tele Basel. Ich tue das sehr willkürlich natürlich einteilen. Also meine Einteilungen sind natürlich, es geht gar nicht anders, willkürlich. Jemand anderes wird es wieder anders einteilen. Und ich habe das natürlich ein bisschen differenziert beschrieben. Aber es gibt so 3 Schienen, die sehr stark in alles infiltrieren. Oder einmal die ganze Castingschiene. Muss ich niemand erklären, kennen wir alle, oder? Ich trete auf, also bin ich, ne? Wo Image und ich immer stärker miteinander verschmelzen. Auf der anderen Seite die Schiene, die wir auch schon angesprochen haben, mit Reality und vor allem Scripted Reality, die fast überall hineinfiltrieren. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Gerichtsshow nehmen, das ist auch alles... Konkret, wenn die Zeit läuft, dann wieder davon, was ist denn das Beste, was Sie kennen, was ist das Schlechteste? Scripted Reality und noch eben als drittes von diesen inneren Formaten, die ich ein bisschen kritisch betrachte, eben die ganze überemotionalisierte, oberflächliche People- und Boulevardschienen und ja. Und bei uns auf Tele Basel? Sie schauen sicher regelmäßig, was ist da bei uns das Beste? Das Beste grundsätzlich... Wenn man noch rasch grundsätzlich das anschaut, ich persönlich schaue sehr gerne gute Information. Das muss also keinesfalls nur News sein, aber einfach, wenn man das Gefühl hat, Horizonterweiterung in irgendeiner Form, oder? Wenn es Information ist, wenn es Information ist, nicht nur dong, 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 Breaking News, sondern auch eben ein bisschen Hintergrund, Einordnungen, Zusammenhang oder eben Horizonterweiterung im Sinne von sonst etwas Kulturelles oder was auch immer. Oder schauen auch sehr gerne Satire oder so Comedy, solche Sachen. Da gibt es ganz tolle Sachen. Vorletzte Frage leider schon. Sie sind ja nicht vom Fach, Sie sind aus der Finanzbranche ursprünglich. Wie sind Sie aufs Thema gekommen? Ursprünglich, aber eben ganz rasch noch im Tele Basel gefällt mir etwas vom Besten, Telebar. Weil da kann man ein bisschen kurz und knackig gut, es läuft einem oft ein bisschen Zeit davon, das ist klar, richtig, aber man kann ein Thema angehen und man kann sich dann immer noch, wenn man Interesse hat, als Zuschauer noch ein bisschen vertieft damit beschäftigen. Aber sorry, Sie haben mir gerade eine andere Frage gestellt. Sie sind ja ursprünglich nicht von den Medien, Sie kommen von der Finanzbranche. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Hat Sie das Fernsehen einfach so genervt, dass Sie gedacht haben, jetzt müssen wir mich mal damit beschäftigen, oder was ist der Anlass? Es ist ja so ein bisschen, das Fernsehen betrifft ja fast eigentlich praktisch jeden, oder? Also Sie jetzt mehr aktiv als Fernsehmacher, Zuschauer, betrifft das fast jeden. Wenn wir uns überlegen, der Durchschnittsmensch im deutschsprachigen Raum schaut 3,5 Stunden im Tag Fernsehen. Und wir haben alle fast, das ist ein bisschen ähnlich wie im Fußball, ne? An dem historischen Tag heute. Ja. Wir haben alle ein bisschen das Gefühl, ja, da müssten wir irgendwie auch noch, könnten wir auch noch ein bisschen mitreden.
Und klar, man sitzt oft vor dem Fernsehen und denkt, Mensch, man könnte so lässige Sachen machen oder hat Ideen und Zeug und so. Und durch das ich mich immer schon mit sehr breiten Spektrum befasst habe, unter anderem eben auch mit Mediengeschichten und viele Bücher auch zum Thema gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das Buch, ein Thema, ja. Und vor allem, ich habe leider, wie gesagt, Zeit und läuft uns davon, ist uns davon gelaufen. Ein sehr interessantes Thema gewesen.